Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Our Travel World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Video konntet ihr sehen, dass Melissa und ich schon bereits in Cairns angekommen sind. Wir waren im Skyrail unterwegs und mit dem Zug auf dem Scenic Railway und hatten dort eine coole Zeit. In und um Cairns gibt es dennoch noch ein paar Plätze, die wir heute virtuell abreisen möchten. Und ja, da wollen wir euch gerne mitnehmen. Wenn ihr Lust drauf habt, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Wir starten unsere Tour im Ort Cairns. Dort gibt es ein paar schöne Sachen zu erledigen, zu sehen, die man machen kann. Und ja, in Cairns gibt es einmal den Botanischen Garten. Den fanden wir ziemlich cool, ziemlich groß vor allem Dingen. Wir konnten da 4 Stunden ganz entspannt durchspazieren. Tolle Pflanzen, tropische Pflanzen, Riesenblätter. Wir haben noch nie so große Blätter gesehen, glaube ich, in unserem Leben. Die waren wirklich massiv. Und ja, hatten dort eine schöne Zeit. Des Weiteren gibt es die Esplanade Lagoon. Das ist ein künstlich angelegter Pool mitten in der Stadt von Cairns, weil im Meer kann man nicht schwimmen gehen. Achtung, Krokodilgefahr. Und aus diesem Grund ja, haben die da einen riesen Pool angelegt, für jeden frei zugänglich, für 0 Cent, also kostenlos, sagt man auch. Und ja, dort kann man grillen, dort kann man Picknick machen und ja, einfach die Zeit genießen. Eine richtig coole Sache. Des Weiteren ist uns aufgefallen, in Cairns sind viele Partys am Start. Ja, die Leute genießen einfach das Leben. Es war eine super schöne Atmosphäre dort und ja, einfach ein richtig cooler Ort. Genau. So, und jetzt befinden wir uns auf der virtuellen Reise von Cairns in den Norden von Cairns und zwar nach Palm Cove. Und da möchte euch Melissa ein bisschen erzählen, was wir da erlebt haben. Ja, also wie der Name schon sagt, Palm Cove gibt es da natürlich sehr viele Palmen und eine Strandpromenade, wo man sehr gut lang spazieren kann, wo viele Restaurants, Bars, Cafés und sowas sind. Und ja, man kann auch sehr gut den Sonnenuntergang oder auch Sonnenaufgang sehen mit den Palmen. Und beziehungsweise in den Bergen. Also ja, der Sonnenuntergang findet an der Stelle in den Bergen statt, der Sonnenaufgang am Meer. Beides ziemlich schön und ein absolutes Spektakel. ja. Was wir absolut schön fanden, war, dass die Palmen wirklich entlang des Strandes gehen, über 1 Kilometer lang, und es hat einfach ein richtig cooles Bild ergeben. Und ja, also Palm Cove, ein richtig schöner Ort, wo wir gerne 2 Tage verbracht haben. So, und nun fahren wir auch schon weiter von Palm Cove ins Thala Nature Beach Reserve. An sich haben wir mit der Unterkunft dort an sich nicht viel zu tun gehabt, sondern eher mit dem Vorgarten der Unterkunft. Ein Riesenfeld voll mit Palmen, absoluter Instagram-Hotspot. Ja, jeder, der eine Drohne hat, auf jeden Fall steigen lassen. Richtig coole Bilder sind da garantiert und auch zum Fotos schießen auf jeden Fall ein toller Ort. Wenn man dort unterwegs ist, auf jeden Fall mal anhalten, Bilder schießen und weiterfahren. Und wohin fahren wir weiter? Nach Port Douglas. Ein richtig cooler kleiner Hafenort mit richtig coolen Sachen, oder? Ja, Port Douglas war auf jeden Fall mega schön. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein kleiner, gemütlicher Ort. Und da sollte man auf jeden Fall den Sonnenuntergang angucken. Am Park, ich glaube, der heißt Port Douglas Park. Und ja, da sind auch sehr viele Palmen und im Hintergrund sind die Berge. Und da hat man auf jeden Fall einen richtig coolen Spot zum Sonnenuntergang. Genau, und des Weiteren gab es auch einen Lookout dort, der Flagstaff Hill Lookout, wo man über ganz Port Douglas rüberschauen kann und die wunderschöne Landschaft mit den ganzen Bergen bewundern kann. Auch auf jeden Fall ein Must-Do in Port Douglas. Ja, und zu guter Letzt ging es für uns zur Mossman Gorge, wo man leider nur mit dem Bus hinkommt. Das Busticket kostet 12,30 $. Und ja, ich glaube, früher konnte man auch mit dem Auto selbstständig hinfahren, aber aktuell, zumindest als wir da waren, konnte man es nicht. Und ja, der Busweg dauert auch nicht lange und dann hat man einen Fußweg von circa 10 Minuten und kommt dann zu einer coolen Gorge. Ja, also die Nummer mit dem Bus, die verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil es halt einfach eine ganz normale Straße ist. Und
Ja gut, da werden halt natürlich nochmal die ein oder anderen extra Einnahmen generiert, warum auch nicht. Ist auf jeden Fall ein richtig schöner Ort. Und ja, für viele Leute ein absolutes Badeparadies. Ja, das wird die nette Dame da am Schalter hat mir erzählt, dass dort den ganzen Sommer über immer einfach Leute auch nur zum Baden hingehen. Ist auch richtig cool, einfach mitten im Regenwald gelegen und ja, viele Brücken zum Rüberwandern, wo man dann schön unten den Bach beobachten kann und ja, an sich auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Ort, die Mossman Gorge. Genau. Und nun geht es mit unserem Auto weiter Richtung Daintree Rainforest. Doch nicht heute in diesem Video, sondern im nächsten Video. Dort haben wir sehr, sehr viele schöne Orte gesehen und sehr viele schöne Sachen erlebt, die wir gerne im nächsten Video mit euch teilen möchten. Von daher, lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Wir sind auch bei Instagram und TikTok aktiv, auch gerne dort mal vorbeischauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Work and Travel, Arbeiten in Australien oder sonstigem, könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren. Und ja, in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr das nächste Video wieder mit dabei seid. Wir wünschen euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.